Die große Vision sind saubere, gesunde Meere. Also die ganze Welt redet davon, unter 2 Grad Klimaerwärmung zu bleiben. Im Mittelmeer sind wir schon jenseits der 3 Grad. Das heißt, wenn du Posidonia verlierst, verlierst du mit dem ungefähr 1/3 von allem, das hier lebt. Also wenn du Lust hast mitzufahren, dann melde dich schnell jetzt aktuell auf dieses Video. Wir nehmen euch heute mit auf ein spannendes Projekt von einem Freund von uns, der hier auch am Steg liegt. Wir gehen jetzt mal auf die Via Via von Manuel und viel Spaß dabei. Das ist Manuel, von dem wir eben gesprochen haben. Wie kommst du eigentlich zu dem Projekt? Was hat dich dazu gebracht? Also als Österreicher ist ja das Meer nicht unbedingt um die Ecke. Genau. Aber schon als ich relativ klein war, also 2, 3 Jahre, waren wir immer in Italien auf Urlaub. Gut, Norditalien, also Adria ist jetzt nicht die schönste Küste, um zu schnorcheln, aber trotzdem habe ich Schnorcheln vor dem Schwimmen gelernt. Da hat mein Kopf eigentlich immer im Wasser gehabt und bin nie wirklich davon weggekommen. Und mit 9 Jahren waren wir auf Urlaub in Sri Lanka und ich habe das erste Mal Korallen gesehen beim Schnorcheln. Und dann war es eigentlich vorbei. Ja. Ich habe gesagt, ich werde Meeresbiologe und das will ich mit meinem Leben machen. Und jetzt sind wir über 30 Jahre später. Und es scheint funktioniert zu haben. Das heißt, du bist tatsächlich Meeresbiologe? Ja. Okay. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, als Meeresbiologe in die Forschung zu gehen, aber so in die Forschung zu gehen, das finde ich schon sehr speziell. Eigentlich habe ich mir den besten Teil rausgeschnappt. Ja. Weil der Großteil von den Biologen, egal ob jetzt Meeresbiologie oder Ökologie oder sonst irgendwas, du machst deine Datenaufnahmen, also du bist mal kurz im Freiland für ein paar Monate, wenn du Glück hast. Ja. Und danach verbringst du mindestens die gleiche Zeit irgendwo im Labor oder am Computer und machst die Auswertung und hinterher die Statistik und all das lasse ich andere Leute machen. Also ich liefere nur Daten. Okay, auf die Daten kommen wir später nochmal zu sprechen. Das Projekt heißt Projekt Manaya. Wie kam es dazu? Als die Idee geboren wurde, war ich gerade auf einem Greenpeace-Schiff unterwegs im Pazifik. Und im Pazifik sind ja die ersten Segler der Welt unterwegs gewesen, die Maoris. Und in der Maori-Kultur gibt es eine Halbgöttin mit dem Namen Manaya und sie ist die Beschützerin der Meere. Aha. Und da kommt es her. Okay, ja, macht ja auch Sinn. Ihr beschützt ja auch das Meer. Wir versuchen es auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, du warst auf einem Greenpeace-Schiff. Ich habe einen Vortrag gesehen bei uns in der Marina über das Projekt und das hat mich also total geflasht. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was über deine Geschichte und was du schon alles gemacht hast. Okay, also während meinem Studium, ganz am Anfang noch in Graz, habe ich angefangen an einer meeresbiologischen Station in Kroatien zu arbeiten. Also nur 400 Kilometer weit weg. Und dort war ich eigentlich jeden Sommer für 10 Jahre ungefähr. Und eines Tages, während ich dort gearbeitet habe, gut, zu der Zeit war ich als Aktivist in Österreich aktiv schon. Und eines Tages in Kroatien hat mich jemand angerufen und hat gefragt, hey, was machst du eigentlich die nächsten 6 Wochen? Ich, arbeiten. Wieso? Und könntest du deinen Job kündigen? Kann ich schon, gleich wie jeder, aber worum geht's? Wir bräuchten einen Taucher für Rainbow Warrior, könntest du in 2 Tagen in Malta sein. Okay, passt. Job gekündigt, nach Malta geflogen und das war mein erster Stint auf der 2. Rainbow Warrior damals. Also mittlerweile auch schon eine gefüllte Ewigkeit her. Und nur 70 Meilen in die Richtung eigentlich. Ja, und danach bin ich für gut und gerne 15 Jahre auf dem Boden hängen geblieben. Also habe auch meine Abschlussarbeit am Ende an Bord fertig geschrieben. Hat mir auch Anfang bis Ende Spaß gemacht und irgendwann, wie es so oft ist, je länger man Zeit in einer Organisation oder einer Firma verbringt, desto mehr merkt man, was besser laufen könnte. Und mein Gedanke war, man sollte das Ganze einfach kleiner machen. Weil du kannst im kleinen Rahmen relativ viel machen, vor allem wenn es um Forschung oder Delfinsichtungen, so Sachen geht. Du brauchst nur ein kleines Boot. Ja. Super simpel. Und das war der Ansatz. Und dann war eine Option da in Myanmar. Da hat jemand einen Meeresbiologen, einen Skipper, einen Tauchlehrer gesucht. Ich sage, super, mache ich alles. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 1,5 Jahre bezahlten Urlaub. Oh. Und ich habe gesagt, passt, ich probiere das. Und wenn es ein halbes Jahr lang nicht funktioniert, dann gehe ich weg und gehe wieder arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Oder ich probiere es 1,5 Jahre und brauche meinen Urlaub auf. Ich habe währenddessen immer noch ein Einkommen und kann das testen. Ja. Ja, und das hat
mehr oder weniger funktioniert. Und vor jetzt 8 Jahren haben wir mit Benar gemeinsam unser erstes Boot im Mittelmeer uns besorgt. Ja, und seitdem ist es eigentlich stetig bergauf gegangen. Also ich könnte dir jetzt noch ewig weiter zuhören, Manuel. Ich finde das so spannend, die Lebensgeschichte, die dahinter steht. Aber lass uns mal auf das Projekt eingehen. Das Projekt heißt Projekt Manaya. Du hattest ja gerade schon geschildert, wie es so ein bisschen dazu kam. Was ist denn eigentlich die Vision? Was ist eure Aufgabe? So, die große Vision sind saubere, gesunde Meere. Das in aller ganz kurz. Unsere Standbeine im Mittelmeer im Speziellen sind das Seegras, das Posidonia oceanica, das große Neptunusgas, also alles was über einen halben Meter groß ist, ist auf jeden Fall das. Dann invasive Arten und Verschmutzung. Das sind so die 3 Fokuspunkte von unserer Arbeit. Am Ende kocht vieles dann wieder zurück zum Seegras, weil alles andere hängt dort mit dran. Du warst da jetzt schon relativ weit auf der Welt unterwegs. Warum ist das jetzt das Mittelmeer? Also noch grob waren es 3,5 Mal rundherum. Wir haben an verschiedensten Themen gearbeitet. Überfischung, Verschmutzung, invasive Arten, Diversitätsverlust, Verlust von kompletten Ökosystemen. Aber unterm Strich kommt raus, es ist vollkommen egal, um welches Thema es geht. Im Mittelmeer ist es noch mal kritischer. Also die ganze Welt redet davon, unter 2 Grad Klimaerwärmung zu bleiben. Im Mittelmeer sind wir schon jenseits der 3 Grad. Wenn man davon redet, dass Schlüsselökosysteme, Regenwald zum Beispiel, verloren geht. Im Mittelmeer ist es Posidonia. Ohne Posidonia stirbt das Mittelmeer. Und wir haben von Jahr zu Jahr ungefähr 20% Verlust im gesamten Mittelmeer. Nein. Also es geht extrem rapide bergab und es kümmert relativ wenig Leute. Ja. Also langsam aber sicher kommt das Ganze ein bisschen in Schwung, aber wir sind sehr spät dran. 20% Posidonia-Verlust pro Jahr. Ja. Auf die Gesamt-Posidonia-Fläche bezogen. Ja. Zum Beispiel vor 2 Jahren während den Hitzewellen haben wir in Sardinien innerhalb von einem Wochenende zugeschaut, wie eine ganze Wiese einfach abgestorben ist. Die kommt mit Temperaturen über 30 Grad nicht gut klar auf Dauer. Dann invasive Arten, die überall natürlich ein Thema sind, also vor allem wenn sie irgendwie eingeschleppt werden mit Tankern, Ballastwasser ist immer so ein heißes Thema. Wir haben ja diesen großartigen Kanal ins Rote Meer, Suezkanal, und dort schwimmen neue Arten einfach rein. Das Mittelmeer ist mittlerweile warm genug. Und so wie der Rotfeuerfisch ist vor 7 Jahren das erste Mal in Kreta gesichtet worden. Mittlerweile ist er in ganz Griechenland, aber in großen Mengen. Also so groß, dass es langsam zum Problem wird. Du darfst, wenn du ein Tauchgerät am Rücken hast, nicht harpunieren gehen. So, ist gesetzlich so geregelt, ist an sich auch gut. Aber Rotfeuerfisch ist einer, der wäre an sich extrem leicht zu jagen mit einer Harpune. Und irgendwo ist es sehr hilfreich, wenn du möglichst viele davon aus dem System rausholst. Und in Zypern war das auch verboten, gleich wie überall anders, bis eines Jahres ein Tourist sich an einen Rotfeuerfisch verletzt hat. Und für gesunde Leute ist das jetzt kein großes Problem. Das tut weh für 2-3 Tage und dann legt sich die Sache auch wieder. Der gute Mann hat irgendwelche medizinischen Vorgeschichten gehabt und den hat das Leben gekostet. Und innerhalb von einem Wochenende war es plötzlich egal, in Zypern mit Gerät Rotfeuerfisch zu jagen. Okay. Kugelfische sind seit 12 Jahren jetzt im Mittelmeer, sind überall. Ist der erste invasive, der im Mittelmeer oder von der EU offiziell anerkannt ist als eine Fisheries Pest, also eine Seuche für die Fischer. Weil du nichts damit machen kannst. Das ist giftig. Als normaler Nutzer kann man mit denen nichts machen. Wo wollt ihr denn in 10 Jahren sein mit dem Projekt? Oder was wollt ihr erreicht haben? Ne? Genau. Du, wenn alles gut geht, bin ich fröhlich immer noch im Mittelmeer. Also es gibt hier genug zu sehen und genug zu tun für mehr als ein Leben. Wenn das Seegras allerdings sich so weiterentwickelt, wie das die letzten paar Jahre passiert ist, dann schwindet bei mir die Hoffnung, dass das Mittelmeer überleben wird. Also hoffentlich klappt es und hoffentlich reißen wir das Ruder rum. Ich muss dazu sagen, ich habe den Vortrag, Marion hat es vorhin gesagt, den du ja hier mit deiner Frau Pinar gehalten hast, nur zur Hälfte gesehen. Und habe mir danach gedacht, boah, das ist aber schon ganz schön wichtig, dass das Posidonia, ich habe es ja eher als Ärgernis empfunden, als Ankerer, dass da Platz weggenommen wird. Und ich wusste heute noch gar nicht, dass es so bedroht ist. Magst du noch mal auf Posidonia eingehen, warum das eigentlich so wichtig ist? Also Posidonia ist viele Sachen. Also einerseits sagen sie, es ist die Lunge des Mittelmeers, also produziert Sauerstoff, bindet CO2. Wobei ich ganz klar dazu sagen muss, dass eine bestehende alte Seegraswiese viel mehr CO2 bindet, als neue Wiesen probieren anzupflanzen. Ja. Weil das ist so ein Regenwald gegen einen einzelnen Busch, den du irgendwo hinstellst. Aber
Abgesehen davon, dass es dafür natürlich hilfreich ist, ist es die Kinderstufe im Mittelmeer. Also man sagt, dass ungefähr 1/3 von allem, das im Mittelmeer lebt, direkt an Posidonia hängt. Also die verbringen zumindest einen Teil ihres Lebens irgendwann in Seegraswiesen. Das heißt, wenn du Posidonia verlierst, verlierst du mit dem ungefähr 1/3 von allem, das hier lebt. Und wenn du 1/3 von allen Lebewesen verloren hast, dann ist eine Frage von wenigen Jahren wahrscheinlich, bis du den Rest verlierst. Oder eben einige, die gut angepasst sind an Nicht-Posidonia, alles übernehmen. Ohne Posidonia wird es das Mittelmeer, so wie wir es jetzt kennen, nicht lang geben. Wie würde das dann aussehen? Also, Das magst du wahrscheinlich gar nicht ausmalen, ne? ich kann es mir nicht vorstellen tatsächlich. Ja. Also das ist sowas, also ja, klar, ich verstehe, wenn ein Gewässer keinen Sauerstoff mehr hat, dann kippt das. Dann wird es stinkig und grün. Das kenne ich zumindest von Baggerseen so. Ja gut, aber die Seegraswiesen sind jetzt nicht die einzige Sauerstoffquelle. Also zum einen haben wir 2 andere Seegrasarten, die sind einjährig und viel kleiner, also im Winter sind die komplett weg. Aber wir haben auch Algen und obwohl Algen im Allgemeinen einen schlechten Ruf haben, sind die, was es um Sauerstoffproduktion geht, vorne mit dabei. Der große Unterschied zwischen Seegras und Algen ist allerdings, Algen brauchen ein festes Substrat. Also die brauchen Fels, die brauchen Steine, die brauchen irgendwas, was groß genug ist, wo sie anwachsen können. Ja. Die haben keine Wurzeln, sondern so Haftscheiben. Und Seegras hat Wurzeln. Das heißt, du hast riesen Sandflächen, wo eine Alge einfach keine Chance hat zu wachsen. Das heißt, allein so vom Real Estate her können Algen gar nicht all das übernehmen, was Seegras jetzt macht. Ja. So, das andere, was passieren würde, und schon passiert in der Nordadria zum Beispiel, ist, dass die Brutstätten für viele Tiere weg sind, also Fischarten hauptsächlich. Und darunter leiden natürlich auch die Fischer. Also in Nordadria, da kannst du mit jedem Fischer reden, die werden ja alle vorjammern, gemein gesagt. Aber die werden ja alle erklären, dass in den letzten 10 Jahren ungefähr der Fischfang komplett kollabiert ist. Ja. Und das ist zu einem guten Teil aufgrund der Rückgänge von Posidonia. Ja, verständlich. Interessant. Ja. Dann sind noch andere Sachen von Nemiopsis, also einer importierten, eingereisten Rippenqualle. Die fressen mit Freuden Larven von Fischen. Das führt auch immer wieder zu Einbrüchen. Also deswegen ist zum Beispiel die Sardinenfischerei im Schwarzen Meer komplett kollabiert vor einigen Jahren. Das war nur wegen einer Rippenqualle. Aber die dann in Massen auftritt. Okay. Also wenn du sie erwischt zu einem guten Zeitpunkt am falschen Ort, dann bilden die eine Schicht von einen guten Meter an der kompletten Oberfläche. Also das sind dann die Zeitpunkte, wo sie auch Häfen zumachen und Kraftwerke abschalten, weil dein Motor rennt für genau 2 Minuten, bevor er überhitzt. Ja. Spannend. Ihr macht ja hauptsächlich hier Forschung. Wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben eben, wie gesagt, ein paar verschiedene Themen, an denen wir arbeiten. Und grundsätzlich lässt sich es einteilen in 2 verschiedene Arten von Tagen, die wir an Bord haben. Also entweder ein Tag, wo wir auf Anker liegen, oder ein Tag, wo wir uns bewegen. Wenn wir uns bewegen, dann haben wir permanent mindestens 4 Leute an Deck. Also für Lookout. Einen am Bug, einen auf jeder Seite und einer hinten mit Notizblock oder in Wirklichkeit ist eine Plastiktafel zum Mitschreiben, was gesichtet wird. Und da suchen wir vor allem nach Marina Megafauna, also alles, was groß genug ist, um es mit freiem Auge zu sehen und das lebt. Also Delfine, Wale, Schildkröten, Hai, wenn man unglaublich viel Glück hat. Also was auch immer wir unterwegs treffen. Was aber im Meer ist, also nicht Möwen oder... Das ist noch ein anderes Thema. Okay. Also alles im Meer ist das eine. Ja. Für die Seevögel gibt es noch eine andere Tafel zum Mitschreiben und dann haben wir noch eine dritte für Müll oder alles, was rumtreibt. Ja. Kann verlorenes Fischerzeug sein, kann Netze sein, Bojen. Also all die Sachen werden, wenn wir unterwegs sind, immer mitgeschrieben und die kommen dann am Abend auch jeden Tag in diverse Excel-Tabellen rein. An den Tagen, wo wir uns nicht bewegen, verbringen wir den Großteil der Zeit wirklich im Wasser. Also einerseits für das wirklich physische Vermessen von Seegraswiesen. Also wir schicken Teams los mit einem 50 Meter Maßband, das wird an der Küste fixiert, wir schwimmen 50 Meter raus. Im Idealfall an genau die gleichen Orte, in denen wir schon in den Vorjahren waren. Und messen dann von
welchen Abstand zu welchem Abstand, von welcher Tiefe bis zu welcher Tiefe ist dort was zu finden. Also ist es Fels, ist es Sand, ist es Schlick, Schlamm oder was auch immer. Und was wächst darauf. Und das andere ist, jedes Team hat immer mindestens eine Unterwasserkamera mit dabei. Das heißt, alles, was sie sehen und nicht erkennen, kann fotografiert oder gefilmt werden. Und dann wird am Abend wiederum alles in die Datensets reingeschrieben. Und bei den Arten haben wir unser jedermanns Lieblingsbuch, Was lebt im Mittelmeer? Und fleißig benutzt, wie man sieht. Das hält wird schon kaum noch zusammen. jeden Abend Kaufst du durchgeblättert auch noch so das und dann tragen wir ein, was wir wo gesehen haben. Ja. Und viele davon sind invasive Arten. Also eben Kugelfisch, Rotfeuerfisch, Quallenarten, die es eigentlich nicht geben sollte. Okay, Blaue Krabbe, die relativ neu im Mittelmeer ist. ja. Also lauter Dinge, die es mal nicht gegeben hat, aber die jetzt mehr und mehr Überhand nehmen. Okay. Merkt ihr auch, könnt ihr bei den Forschungen auch sehen, was verschwindet? Wir waren an Orten, wo also zum Beispiel Chorus Julis, also ein Lippfisch, Meerpfau auf Deutsch, unglaublich häufig war. Und 2 Jahre später sind wir zurückgekommen und wir haben keine davon gesehen. Dafür hat Thalassomer bravo, eine eher warmwasserliebendere Art, komplett die Nische gefüllt. Oder wir haben jetzt die Kaninchenfische, die in Griechenland langsam die Rolle von Sapa Salpa, also von den Goldstriemen übernehmen. Also das waren früher mal die einzigen, die du über einer Seegraswiese in Riesenschwärmen schwimmen siehst. Nach und nach verlieren wir die komplett. Und dafür kommen diese Kaninchenfische. Die sind auch aus den Tropen, also aus dem Roten Meer reingeschwommen und die vermehren sich unglaublich schnell. Und die drücken andere Arten einfach aus dem System raus. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass ihr ganz viele Sachen in Tabellen einschreibt. Die bleiben ja nicht an Bord. Was passiert denn damit? Also, all die Daten, die wir sammeln, vollkommen egal, um welche Datensammlung jetzt geht, sind zum einen mal öffentlich verfügbar. Also jeder, der sie haben will, kann sie nutzen für seine Forschungsarbeit, für Projekte, für Vergleichswerte von ähnlichen Projekten an anderen Orten. Das ist mal der Startpunkt. Die Seevögel zum Beispiel, die sammeln wir für die Universität in La Rochelle. Alles, was marine Megafauna ist, also Delfine, Wale und so weiter, das geht an eine lange Liste von Organisationen raus, die im ganzen Mittelmeer unterwegs sind. Und die hängen normalerweise sehr fixiert an einem Ort. Also im besten Fall haben sie noch ein kleines Speedboot, mit dem sie am Abend rausfahren und 2-3 Stunden suchen und dann kommen sie wieder rein. Aber Delfine, gleich wie viele andere große Tiere, wandern relativ weit über ihr Leben. Und wir haben teilweise Delfine gesichtet, Südküste von Sizilien, und haben die an alle Leute rausgeschickt. Und die Jungs aus Kroatien haben dann geschrien, oh, super, den suchen wir seit 3 Jahren. Und sie wussten nicht, wo er hin ist. Und deswegen ist der Service, den wir anbieten, alles, was wir sammeln, teilen wir mit allen. Okay. Wahnsinn. Und habt ihr für euch eine, ich meine, ihr seid Segler, klar, kann man nicht so genau festlegen, aber so eine vorüberlegte Route, die ihr die nächste Saison abfahrt, oder lasst ihr es darauf ankommen? Für die nächste Saison ist sie relativ klar definiert. Also wir machen alle 2 Wochen haben wir fixe Stops, Ja. wo dann auch die Crew wechselt. Also von daher muss es einigermaßen durchgeplant sein. Und wir versuchen die gleiche oder eine ähnliche Route 2-mal in Serie zu fahren. Einfach nur, damit es Vergleichswerte gibt. Ja, okay. Genau. Und dann im 3. Jahr quasi werden wir irgendwo ganz anders hingehen. 2-mal in Serie. Ja. Und dann, je nachdem, was wir von unseren Partnern vor Ort hören, entweder zurück oder wiederum neue Schiene. Verstehe. Ja, weil nur so kann man ja dann auch vergleichen. Ne? Genau. Also du hast ja gerade gesagt, ihr schaut und ihr macht Notizen. Was habt ihr denn sonst noch zum Forschen? Die meisten Sachen kommen wir wirklich mit relativ simplen Sachen davon. Also beim Schnorcheln, was mit dabei ist eben Schreibtafeln, die man unter Wasser verwenden kann. Also Plastiktafeln mit Bleistift. Transektleinen, also 50 Meter Maßband, das einigermaßen wasserdicht sein sollte. Tauchcomputer, also für die Tiefen und die Temperatur. Dann Unterwasserkamera ist immer mit dabei, ein Kompass, damit man weiß, in welche Richtung man schwimmt, weil das muss auch wirklich in die gleiche Richtung sein. Dann haben wir hier Binokulare, Mikroskope, alles mögliche an Bord. Wir haben auch ein Planktonnetz an Bord, das wir hinterherziehen können bei Bedarf und dann dort die Proben durchsuchen. Jetzt forschst du ja nicht alleine mit deiner Frau Pinar, sondern ihr habt Menschen mit an Bord. Was sind das für Menschen und warum sind die eigentlich an Bord? Was tun die? Also mittlerweile haben wir zum Glück ein kleines Team rund um uns herum. Also einerseits haben wir dieses Jahr 2 Leute, die sich abwechseln, die sich nur darum kümmern, dass wir Beach Cleanups machen und die ganzen Plastikprojekte betreuen. Und dann suchen wir uns aus den Teilnehmern vom Vorjahr
die Leute raus, die uns besonders beeindruckt haben. Und die laden wir ein, wieder an Bord zu kommen und sich darum zu kümmern, dass die Projekte weiterlaufen. Das heißt, wir haben 4 Leute de facto an Bord, die das Projekt und das Boot kennen. Und dann haben wir noch Platz für 8 weitere Leute. Und das kann im Prinzip jeder sein. Also der Großteil sind Biologiestudenten oder Leute aus einem verwandten Fach. Aber bis zu 3 Plätze geben wir her an Leute, die auch komplett weg von dem Thema sind. Ja. Also die sind einfach interessiert, die sagen, ey, cooles Projekt, das würde ich gerne unterstützen. Und da kann wirklich jeder mit an Bord kommen. Okay. Was sind denn so typische Momente, an die du gerne zurückdenkst mit Menschen hier an Bord? Ich bin ein großer Fan von den Aha-Momenten. Also wenn sie am Abend da sitzen und sagen, also der Standard beim ersten Schnorcheltaggang ist immer, dass jemand zurückkommt. Ich habe da einen Fisch gesehen. Was war das? Ja. Okay, gib mir ein bisschen mehr. Ja, der war ungefähr so groß, irgendwie dunkelgrau. Und du kommst einfach nirgends hin. Aber dann über die nächsten 2-3 Tage funktioniert es dann besser und besser. Und irgendwann kommen sie zurück, nehmen das Buch und dann Seite 32, boom, das war's. Okay, geht doch. Also es ist eine recht steile Lernkurve für viele, was auch durchaus gewollt ist. Ja, und es gibt auch immer mehr zu lernen. Also wir bieten ja auch an, dass wir den Leuten mehr zum Segeln, mehr zu Weather Routing anbieten. Wie machen wir unseren Passage Plan? All das können wir den Leuten beibringen, wenn das Interesse da ist, das zu machen. Also dann machen wir diverse Workshops am Abend und sitzen da mit den Seekarten und reden drüber. Also das ist alles möglich. Was ich immer schön finde, ist, wenn du zuschauen kannst, wie Leute wachsen. Ja. Also wir hatten Leute, die noch nie ihren Kopf unter Wasser hatten und nach 2 Wochen an Bord sind die runtergetaucht auf 10 Meter mit einem Atemzug. Okay, funktioniert. Wahnsinn. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also schön zu beobachten. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, das Projekt zu unterstützen, was würdest du ihm dann sagen? Also unterstützen kann grundsätzlich jeder. Wir haben eine Webseite www.projectmanaya.at, aber wir haben ihr habt wahrscheinlich viele Zuseher aus Deutschland. Ja. Es gibt dort auch eine Crowdfunding-Plattform auf Better Place, wenn man nach den Meeresgärtnern sucht. Das sind wir. Und dort kann man in Deutschland steuerlich absetzbare Spenden direkt an uns schicken. Okay. Spenden aus Österreich sind direkt bei uns auf der Website auch absetzbar. Also Okay. Das heißt, wir machen euch die Links unter dieses Video. Dort findet ihr auch den Kontakt zu Manuel, wenn ihr mitfahren wollt oder wenn ihr irgendwie anderweitig unterstützen wollt. genau. Also das heißt, wer absolut Interesse hat, noch mitzukommen, kann sich auch jetzt spontan noch melden, weil ihr habt tatsächlich, hast du gerade gesagt, vielleicht noch Platz. Wir haben momentan noch bei jedem Zeitfenster wenigstens einen Platz. Also wenn du Lust hast mitzufahren, dann melde dich schnell. Jetzt aktuell auf dieses Video. Wir reden ja über Nachhaltigkeit. Wie funktioniert das hier an Bord mit 12 Menschen, Nachhaltigkeit zu leben? Es funktioniert. Mal mehr, mal weniger, aber wir kommen gut durch. Also sobald wir vom Dock weg sind, und unterm Sommer, selbst wenn wir irgendwann mal an einem Dock sind, wir stecken normalerweise den Strom gar nicht an. Also wir haben beim Start dieser Saison jetzt knappe 3 Kilowatt Solar. Ja. Zusätzlich haben wir einen Windgenerator, also wenn mal wenig Sonne ist, dann ist normalerweise Wind. Also das eine oder das andere hat man eigentlich fast immer. Und wir haben natürlich große Batterien, wo der ganze Strom gespeichert wird. Ihr habt wahrscheinlich auch einen Tauchkompressor. Der braucht ja auch nicht wenig. Unser Kompressor, der hängt direkt am Hauptmotor dran. Also Okay. wenn wir unter Maschine fahren, dann können wir zeitgleich auch Flaschen füllen. Ach, das ist ja großartig. Wie ist das mit Müll? 12 Leute machen Müll. Und nicht so wenig davon. Ja. Also wir sortieren den Müll aus, gleich wie jeder andere. Je nachdem, wo in Europa man ist, schauen die Regulierungen immer ganz unterschiedlich aus. Ja. Aber wir haben vorne im Boot auch einen Raum, der quasi vom Müll übernommen wurde. Und dort haben wir 4 große Tonnen, wo dann alles durchsortiert wird. Und wenigstens einmal die Woche gehen wir auch einkaufen mit dem Dingi und dann bringen wir den ganzen Müll weg und sorgen dafür, dass er wirklich artgerecht entsorgt wird.
Wenn du der Welt was mitgeben könntest, wenn du einen Wunsch hättest, was wäre das? In einem Wort, mehr mitdenken, ganz ehrlich. Und es klingt super banal oder sehr gemein, je nachdem, wie man es auffasst. Aber die Sache ist die, wir machen mit jeder Entscheidung jeden Tag einen Unterschied. Also egal wie groß oder klein das ist jetzt egal, ob es darum geht, irgendwo hinzufliegen oder mit dem Zug zu fahren oder all diese Geschichten. Und dann sagen mir Leute, okay, Autofahren ist schlecht und nur Öffis fahren ist gut. Und okay, passt, bin ich bei euch. Und die gleichen Leute brauchen aber trotzdem jedes Jahr ein neues Handy. Und der CO2-Abdruck von der Produktion von einem Handy ist das gleiche, wie wenn ich mit dem Auto von Sizilien zurück nach Österreich fahre. Es sind lauter kleine Dinge, die wir jeden Tag machen, die einfach eine irre Resonanz haben. Ja. Wir machen alles elektrisch, wie vorher schon gesagt. Und 40% von all dem Strom, der bei uns durch die Leitungen geht, läuft in Handys und Smartwatches. 40%. Und der Rest ist Kochen, Segelinstrumente, Wassermacher. Das sind nur die Kosten von Smart Devices in Energie. Da redet man noch gar nicht von der Produktion oder sonst irgendwas. Du sagst auf der einen Seite nachdenken, aber das hängt ja ganz viel mit Wissen zusammen. Ne? Also nur wenn ich sensibilisiert dafür bin, also wenn ich ein Gefühl dafür habe, wie schädlich oder wie gut das ist, dann kann es ja überhaupt was bringen. Ja. Das heißt, wo kriegen wir die Infos her? Zum Glück gibt es genug Plattformen, wo man sich ein wenig schlau machen kann. Also, eins der Lieblingsthemen von Leuten, die mir zuhören, ist normalerweise, oh, woher finde ich jetzt raus, welchen Fisch ich essen kann. Und da gibt es zum Beispiel vom WWF und Greenpeace gibt es diese Fischratgeber, wo man dann nachschauen kann, okay, wie nachhaltig ist welcher Fisch und was kann man mit gutem Gewissen essen. Wenn ich jetzt im Laden Aber einkaufen gehe. Ja, aber das gleiche gibt es auch für Smart Electronics. Das gleiche gibt es für viele Dinge. Und beim Transport ist es relativ simpel. Also alles, was nicht direkt fossile Brennstoffe verbrennt, ist wahrscheinlich mal vom Ansatz her eine gute Idee. Es sind eben viele Überlegungen, die man jeden Tag macht. Ja, aber das ist doch ein schönes Abschlusswort. Christoph hat gerade gesagt, er hat schon wieder total viel gelernt heute. Am liebsten würde ich gar nicht weggehen. Ich finde das so bereichernd, mit dir zu reden, Manuel. Also wer Lust hat, ich gebe das vielleicht einfach weiter. Ich fand es total bereichernd. Bitte guckt auf die Links, nehmt Kontakt mit Manuel auf, wenn ihr mitfahren wollt, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt. Ich finde es einfach unglaublich und vielen Dank, Manuel. Ja, ich finde es auch Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. War schön. Vielen Dank für deine Zeit. Wow. Das war spannend, oder? Ja, also ich könnte Manuel stundenlang zuhören. Die Geschichten, die er aus seinem Leben zu erzählen hat, von seinen Projekten, von seinen Forschungsergebnissen. Ja, er brennt auch für das, was er tut. Er macht das wirklich aus Leidenschaft und ja, finde das immer toll, wenn Menschen für das brennen, was sie tun. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was von mitnehmen konntet und dass ihr vielleicht auch ein bisschen was gelernt habt, so wie wir heute. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, schaut euch die Links an, die unten sind. Ihr könnt auch uns fragen und ja, wir müssen das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen.